Alle Details zur DJI Osmo Action, der brandneuen Actionkamera von DJI. Hallo und willkommen auf drohnen.de. Heute wollen wir euch die neue DJI Osmo Action vorstellen, die neue Action-Kamera von DJI. In diesem ersten Video zeigen wir euch, was die Kamera kann, die ganzen Details, Fakten, schauen uns die Kamera mal vom Näheren an und in den Folgevideos, ganz wichtig, deswegen am Ende nochmal dann auf die weiteren Links klicken, die blende ich euch dann nochmal ein. In den Folgevideos testen wir das Ganze auch im Detail. Das erste Video ist jetzt nicht das Testvideo, sondern das Vorstellungsvideo, wo wir euch zeigen, was die Kamera kann. Das Testvideo und auch das Vergleichsvideo, zum Beispiel zu einer GoPro und so weiter, das folgt dann noch in einem zweiten Video, weil das sonst in einem Video hier einfach zu lang wird. Wichtiger Hinweis zu Beginn, wie immer bei solchen extrem frühen Tests, wir haben das Gerät schon eine ganze Zeit vor Markteinführung bekommen. Das bedeutet aber auch, dass die Firmware, die drauf ist, dass die Informationen, die wir haben und auch die App, die wir dazu benutzen, noch nicht final sind. Das heißt, da können sich noch die ein oder anderen kleinen Details ändern. Deswegen kann es sein, dass in dem Video ein paar Sachen vielleicht ein ganz klein bisschen anders aussehen wie final. Auch die Preise haben wir aktuell noch nicht final. Da blende ich euch aber gleich dann noch im Weiteren ein, welche Preisinformationen wir dann vor Videoveröffentlichung bekommen haben, was dann wahrscheinlich die finalen unverbindlichen Preisinformationen sein werden. Wie eben schon erwähnt, ein anderes Produkt, was man in dem Zusammenhang kennt, ist eben die GoPro. Die aktuelle Version ist die GoPro Hero 7 Black oder Black Edition, wie es früher hieß. Das ist momentan so ein bisschen der Referenzwert und das, wo sich die DJI Osmo Action mit messen will. Das Ganze sei nur insofern erwähnt, ein ganz kleiner Ausschweif zu Anfang vielleicht, das ist eine ganz lustige Geschichte. DJI und GoPro haben ja am Anfang sehr eng zusammengehangen, weil wenn ihr euch erinnert, DJI hat angefangen mit der DJI Phantom 1 und die hatte ja keine eigene Kamera. Das heißt, DJI hat ja da keine eigenen Kameras hergestellt und auch mit keinem Kamerahersteller direkt zusammengearbeitet, sondern es gab, ähnlich wie es heute noch ist, so einen kleinen Rahmen, den man mit einer GoPro ja mitbekommen hat, mit einer Universalhalterung. Und ich glaube sogar der Originalrahmen war auch bei der Phantom 1 schon mit dabei und dort konnte man unten eine GoPro reinhängen und das war auch extra für GoPro vorgesehen, wurde so verkauft nach dem Motto, DJI hat gesagt, kauft euch noch eine GoPro dazu und dann könnt ihr eben Luftaufnahmen machen. Später konnte man die GoPro dann noch mit zusätzlichem weiteren Zubehör über FPV quasi verbinden mit einer FPV-Brille oder mit einem Monitor. Das war aber alles zusätzliches Zubehör, was noch nicht von DJI selber war. Und in der weiteren Entwicklung von DJI ist es ja dann so gekommen, dass DJI sich irgendwo von GoPro getrennt hat, in Anführungsstrichen. Also sie haben ja wie gesagt nie direkt zusammengearbeitet, aber die GoPro wurde immer empfohlen. Aber DJI hat dann irgendwann angefangen, seine eigenen Kameras zu entwickeln und unten an die Drohne dran zu hängen. Ich glaube, die Phantom Vision oder Phantom 2 Vision, wie sie auch immer hieß, war die erste, die dann eine eigene Kamera mit dran hing. Das geht weiter bis heute zur DJI Mavic 2, wo DJI sogar eine Hasselblad-Kamera mit dran hat. Aber das ist so ein bisschen der Werdegang, wo man sieht, am Anfang haben die relativ eng zusammengehangen. Jetzt sind sie so ein bisschen Konkurrenz, auch im Bereich des Action-Marktes. Und das dürfte ziemlich spannend werden, weil GoPro ist aktuell ja relativ alleine mit seinen Kameras. Da gibt es verschiedene kleinere, günstige Produkte, die auch sehr gut sind, aber so einen richtig großen Namen, analog wie DJI, gibt es bis jetzt noch nicht, der sich an den Action-Markt rangetraut hat. Von daher dürfte es sehr spannend sein, auch in unseren Folgevideos, was das Ganze bedeutet, wenn jetzt ein großer Konkurrent dazukommt, zumal GoPro sich ja eigentlich hauptsächlich nur mit Action-Kameras beschäftigt. GoPro hat ja dann zeitweise auch mal versucht, in den Drohnenmarkt reinzukommen mit der GoPro Karma-Drohne, die nicht so richtig funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell auch noch verkauft wird oder das weiterverfolgt wird. Das heißt, GoPro macht ja nur Action-Kameras. DJI jetzt eben auch und jetzt schauen wir uns das tolle Gerät einfach mal im Detail an. Damit erklärt sich im Übrigen auch die vielen Diskussionen um das letzte Produkt, was DJI rausgebracht hat. Und zwar ist das ja hier der DJI Osmo Pocket. Das ist ja auch eine kleine Handheld-Kamera sozusagen, die man überall dabei haben kann, mit einem eigenen Gimbal. Also hier oben einen Beweggimbal, der
perfekt ist für V-Logging-Videos machen und so weiter und so fort, für Urlaubsaufnahmen machen. Und da gab es ja viel Kritik an DJI, dass das Gerät ja keine Konkurrenz zur GoPro ist, weil man es als Actionkamera nicht einfach einsetzen kann, weil natürlich hier oben dieser Bildausgleichsstabilisator, der super funktioniert, halt relativ filigran ist, zwar doch relativ robust, aber halt nicht dafür geeignet, um das Ganze zum Beispiel draußen an ein Auto dran zu schrauben oder mit dem Fahrrad durch den Schmotter zu fahren. Dafür sind die mechanischen Teile einfach nicht ausgelegt. Im Nachgang ist das Ganze jetzt einfach klar, warum das DJI auch gar nie vorhatte, weil die hatten natürlich schon im Petto und im Hinterkopf, dass sie ja noch ein zweites Produkt rausbringen, was uns jetzt im Nachgang allen klar ist, nämlich eine eigene Actionkamera. Das heißt, das sind einfach zwei Anwendungsszenarios. Einmal die DJI Osmo Pocket, um Videos, Urlaubsaufnahmen und so weiter zu machen, wo es auf maximale Stabilisierungsqualität ankommt und nicht auf Robustheit, und dann eben für Actionaufnahmen nochmal zusätzlich eine Actionkamera, was sich beides dann optimal ergänzt und das ganze Thema klärt, um das es die ganzen Diskussionen gegeben hat. Jetzt wollen wir uns das Ding aber mal im Detail anschauen, die DJI Osmo Actionkamera. Und was uns hier als erstes ins Auge sticht, ist, ganz unabhängig von der Bauform, die ist sehr ähnlich zu der von einer GoPro. Sie ist vielleicht ein bisschen dicker in der Tiefe, vielleicht ein bisschen flacher, also die einen Dimensionen vielleicht ein paar Millimeter größer, die anderen ein paar Millimeter kleiner. In Summe dürfte sich das nicht viel nehmen. Die Bauform auch relativ ähnlich, weil sich das einfach durchgesetzt hat, und ich denke, man sich da auch einfach an GoPro orientiert hat, die da ja jahrelang Erfahrung im Bereich Actionkameras haben. Was aber auffällt ist, wir haben hier zwei Monitore. Wir haben einen riesen Monitor auf der Rückseite und wir haben auch einen zweiten Monitor vorne. Das haben wir bei einer GoPro zwar auch, der ist aber wesentlich kleiner auf der Vorderseite, und das ist nur ein Schwarz-Weiß-Monitor, der quasi nur Basisdaten anzeigen kann, wie eben zum Beispiel welches Videoformat gerade eingestellt ist und wie lange das Video läuft und so weiter. Hier bei der Osmo Action haben wir aber einen richtigen Bildschirm, also einen richtigen Monitor auch vorne, einen richtigen Farbmonitor. Wofür brauche ich das Ganze? Und dann, das Ganze ist natürlich cool, wenn ich mit der ganzen Geschichte auch irgendeine Art von Selfies mache. Das heißt, wenn ich das Ding, ich zeige euch später noch, wie das funktioniert, aber wenn ich das an einem Selfie-Stick oder Tripod montiere und benutze es vielleicht zwischendrin auch mal als Vlogging-Kamera, also V-Logging-Kamera, um mich selber zu filmen, dann sehe ich natürlich perfekt auch von vorne, wie der Bildausschnitt ist, ob ich optimal im Bild bin, oder was noch ein anderes Thema ist, wenn ich die Kamera irgendwo montiere, zum Beispiel am Auto vorne an der Front, und montiere das Ganze so, dass ich hinten den Bildschirm vielleicht gar keinen Zugriff drauf habe, dann kann ich natürlich das Ganze wunderbar von vorne kontrollieren. Zusätzlich gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie bei der GoPro, das Ganze mit einer App zu verbinden und in der App nochmal zu kontrollieren, aber die habe ich vielleicht nicht immer dabei oder keine 2, 3 Hände frei, um das gleichzeitig zu koordinieren, und dafür hier nochmal der vordere Bildschirm. Die Maße von den Bildschirmen, kurz zur Vollständigkeit halber, haben wir hinten 2,25 Zoll, vorne 1,4 Zoll, also natürlich kleiner der vordere Bildschirm. Der hintere Bildschirm ist natürlich auch ein Touch-Bildschirm, um die ganzen Menüs und alles zu steuern. Der vordere ist kein Touch-Bildschirm. Kleiner Nachteil natürlich gleichzeitig wieder von der Bildschirmgeschichte. Da werden sich bestimmt die Geister scheiden. Natürlich verbraucht ein Farbbildschirm wesentlich mehr Akku. Deswegen ist es auch so, dass bei der DJI Osmo Action der kleine Bildschirm genauso wie der große hinten nach einer Zeit dann abgedunkelt oder auch komplett ausgeschaltet werden, weil sonst die Akkulaufzeit zu sehr beeinträchtigt wird. Bei der GoPro, die vorne nur diesen kleinen Bildschirm hat hier vorne, der bleibt die ganze Zeit an, zeigt halt rudimentäre Daten an, wie eben, wie gesagt, welches Videoformat eingestellt ist. Was man mehr braucht oder was mehr Sinn macht, das muss wirklich jeder selber entscheiden. Einfach mal zwei unterschiedliche Ansätze. Wenn wir die Kamera uns weiter im Detail anschauen, dann finden wir verschiedene Knöpfe und Luken sozusagen, die verschiedene Features verbergen. Wir haben hier oben erstmal den Recording-Button, mit dem man die Aufnahme starten kann. Da gibt es auch Spezialmenüs, in denen man einstellen kann, dass die Aufnahme auch sofort startet, ohne dass die Kamera überhaupt angeschaltet sein muss. Also ein sogenanntes Short Capture oder wie auch immer das heißt. Dann haben wir natürlich einen An- und Ausschalteknopf, mit dem man auch den Bildschirm durch kurzzeitiges Drücken dann an- und ausschalten kann. Dann haben wir an der Seite noch einen weiteren Funktionsknopf, der es ermöglicht, zwischen vorderen und hinteren Bildschirm umzuschalten.
Außerdem kann man auf den seitlichen Knopf auch noch Spezialfunktionen legen, indem man sich selber Fotomodi in der App zusammen konfiguriert und sagt, ich will hier nochmal eine Short-Funktion drauf haben. Die Bildschirme switchen übrigens auch automatisch um, also vom Hochkantformat auf Querformat, also Portrait auf Landscape, dann switchen auch die Monitore mit um. Dann haben wir hier eine Seitenklappe, die man aufmachen kann, mit Versiegelung drin. Dort finde ich den SD-Karten-Slot. SD-Karten bis 256 GB sind hier möglich. Man muss aufpassen, dass man wirklich extrem schnelle SD-Karten sich besorgt, also vom neuesten Standard, wegen den hohen Auflösungen und hohen Bitraten. Zu den technischen Details kommen wir nachher noch gleich im Anschluss. Dann haben wir noch einen USB-C-Port, der fürs Laden gedacht ist und dann wahrscheinlich auch noch später weiteres Zubehör anschließbar macht, wie zum Beispiel externe Mikrofone und so weiter, vermute ich mal. Und als letztes, was die Luken angeht, haben wir hier unten noch das große Akkufach. Also ganz wichtig, anders wie beim DJI Osmo Pocket hat der DJI Osmo Action auch einen wechselbaren Akku. Der ist hier mit 2 Clips arretiert. Dann kann ich den ganzen Akku rausnehmen und jederzeit auch wechseln gegen einen Ersatzakku. Falls ich mehrere eben dabei habe, dann geht das Ganze natürlich schneller ohne Zwischenladezeit. Zu den Ladezeiten und Akkudauern kommen wir auch gleich noch. Und des Weiteren haben wir 2 Mikrofone, nämlich eins an der Seite, eins oben, natürlich noch ein Lautsprecher mit dabei, um die ganzen Videos auch unterwegs sich anhören und anschauen zu können. Und noch verschiedene LEDs, die hier teilweise in den Ecken mit eingebaut sind und oben und unten, dass man wirklich auch von allen Seiten sieht, läuft die Aufnahme gerade, ist die Kamera gerade gestartet und wie ist der aktuelle Status. Ganz wichtiges, cooles Feature ist noch, wir haben hier vorne einen wechselbaren Filter, beziehungsweise der standardmäßig aufgeschraubte Ring hier ist ja eine Klarglasscheibe. Das ist natürlich ein Schutz für die Originallinse, für die Originaloptik, dass der nichts passiert, sodass, falls ich mal Kratzer drauf habe, nur den Originalring hier tauschen muss. Das Ganze ist aufgeschraubt und aufs Aluminium und es gibt eine große Auswahl original von DJI an ND-Filtern, um eben die ND-Filter, also das Ganze den Lichtverhältnissen anzupassen, sodass die Kamera in ihren optimalen Belichtungszeiten arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn man in extrem hellen Umgebungen wie im Schnee oder an extrem hellen Sonnentagen unterwegs ist und so weiter und so fort. Spannend ist auch das ganze Thema Zubehör und da erklärt sich vielleicht auch das eine oder andere, was viele gewundert hat, wo der DJI Osmo Pocket rausgekommen ist. Denn da haben sich viele gewundert, dass von den älteren Osmo-Generationen das Zubehör nicht übernommen wurde, sondern hier neues Spezialzubehör eingeführt wurde, was mit den alten Zubehör eigentlich nicht kompatibel ist. DJI hat ja da immer auf diese Dreh- und Schraubanschlüsse gesetzt. Hier kam dann schon Universalzubehör mit zum Tragen und zwar war das wahrscheinlich auch schon alles auf die Produkteinführung des DJI Osmo Action ausgerichtet, denn mit dem mitgeliefert wird hier dieser Frame, das hat man sich wohl auch von GoPro abgeschaut. Wenn ich das hier mal zum Vergleich euch zeige, gab es das auch schon seit den ersten GoPro-Generationen so, ähnlich wie der Frame, von dem ich euch vorhin erzählt habe, der dafür da war, um die GoPro an der Phantom 1 aufzunehmen. Hier kann ich das Ganze jetzt nun reinklipsen. Das schiebt man von hinten rein. Der Frame ist auch komplett offen, also bietet keinen großartig zusätzlichen Schutz, aber der hat auch eine andere Funktion. Die ganzen Knöpfe sind durchgeführt, sodass ich das trotzdem noch bedienen kann. Es sind auch Aussparungen für Mikrofone und so weiter vorhanden und für die Lautsprecher. Und ich habe jetzt hier unten, dadurch, dass ich den Frame ringsrum klipse, habe ich hier unten so einen kleinen Adapter. Und das ist der gleiche Adapter für das ganze Zubehör, was es auch für die GoPros gibt. Das heißt, der große Vorteil jetzt von diesem System, das man hier umgeschwenkt ist, schon seit dem DJI Osmo Pocket, ist, dass man alles Zubehör, was es an Actionkameras auf dem Markt gibt, und das ist wirklich sehr, 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 sehr viel eben durch die GoPro, das kann man hierfür auch verwenden. Das heißt, es wird von DJI selber eigenes Zubehör geben. Da wird auch ein paar Sachen werden mitgeliefert. Ich weiß nicht, was prinzipiell im Standardumfang mit drin ist oder was man zusätzlich kaufen muss. Aber es ist zum Beispiel hier so ein kleines Pad, was man sich irgendwo dran kleben kann. Da, wo man die Kamera zum Beispiel sehr oft montiert und immer an der gleichen Position. Das kann an einem Helm sein oder wo auch immer, am Ski, am Surfbrett. Da kann ich das hier fest drauf kleben und dann gibt es hier wie so einen kleinen Schnellanschluss. Den kann ich hier durchdrehen, arretieren und dann ist die GoPro da fest dran und die GoPro kann ich an diesen Geschichten immer montieren, indem ich hier diese kleinen Verbinder
ineinander greifen lasse und dann mit so einer Arretierungsschraube das Ganze festdrehe. Dadurch kann ich auch den Winkel wunderbar verstellen und habe die GoPro dann wirklich ganz fest mit verbunden. Und da gibt es nun wirklich Tausende an Zubehörgeschichten. Das heißt, ich kann das Ganze zum Beispiel auf einen normalen Selfie-Stick montieren, indem ich hier so einen Universaladapter da oben drauf schraube. Oder es gibt speziell gekrümmte Geschichten für Helme. Was haben wir alles noch? Wir haben diverse Autohalterungen mit Saugnäpfen, mit relativ vielen Saugnäpfen, mit einfachen Saugnäpfen. Dann gibt es die ganzen Arme dazu. Ich muss mal schauen, ob ich da hier dran komme. Hier übrigens auch noch ein Kopfgurt, sodass ihr das Ganze euch auf den Kopf mit der Kamera als Stirnkamera letztendlich benutzen könnt. Und dann gibt es diese ganzen Zwischenelemente, die eben 1:1 greifen und dadurch könnt ihr euch Arme, Ärmel, Winkel, Gelenke und so weiter zusammenbauen, um die optimale Ausrichtung hinzubekommen, dass das Ganze in die richtige Richtung schaut. Also da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, um das Gerät zu montieren und man ist nicht auf das Zubehör von einem Hersteller angewiesen, sondern man kann das ganze Zubehör von Drittherstellern oder eben von GoPro benutzen oder das, was man vielleicht gegebenenfalls schon zu Hause liegen hat. Kommen wir jetzt noch zu den ganzen technischen Details, was die Kamera kann, was die technischen Daten und Fakten sind. Das dürfte auch nochmal sehr spannend werden. Die Kamera ist übrigens, weil wir auch noch beim Thema Zubehör gerade waren, die Kamera ist selber wasserdicht und wasserfest. Bis 11 oder 12 Meter gibt DJI an. Das heißt, ihr könnt das Ding so wie es ist, auch ohne diesen kleinen Rahmen hier, der ja da keine sonderliche Schutzfunktion hat, sondern einfach so wie sie ist, auch wirklich unter Wasser, bis eine Tiefe von 11 Metern, 12 Metern verwenden. Und Thema Zubehör, es gibt noch ein weiteres Unterwassergehäuse, was dann, glaube ich, bis 60 Meter auch wasserfest ist. Das wird dann auch so ein kleiner Rahmen sein, den man zuklipsen kann. Und da kann das Ganze dann sogar eine Tiefe von 50 bis 60 Metern erreichen. Außerdem das Ganze natürlich eine 4K-Kamera und zwar 4K bei 60 FPS. Ihr könnt natürlich auch weniger einstellen, aber 60 FPS ist das, was die Kamera schafft. Sie hat eine Field of View, also eine Blickweite von 145 Grad, typisch für eine Actionkamera, dass das Sichtfeld sehr weit ist. Man will ja relativ viel aus der Umgebung mit reinbekommen. Dadurch ist natürlich auch, das ist immer so ein bisschen der Nachteil von einem großen Blickwinkel, ein gewisser Fischaugeneffekt da. Das heißt, das Bild hat, wenn man vom Mittelpunkt weggeht zu den Rändern hin, eine leichte Bildkrümmung. Man kann diesen Field of View aber auch umstellen, sodass man ein bisschen mehr lineares Bild hat. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Außerdem eine 2,8er Blende, die fest eingestellt ist, ein ISO-Bereich von 100 bis 3200. Es ist standardmäßig wie bei DJI üblichen 1/2 CMOS-Sensor eingebaut, der 12 Megapixel schafft. Die Fotos kann man übrigens auch in RAW abspeichern oder ganz normal in JPEG. Und das Videoformat schafft auch bei der Kamera, wie jetzt bei DJI mittlerweile schon fast Standard geworden, 100 Mbit Datenrate. Also ihr könnt da, es werden extrem viele Bildinformationen aufgenommen. Ihr habt da einen sehr großen Dynamikumfang dadurch. Außerdem besitzt die DJI Osmo Action verschiedene Foto- und Videoaufnahmemodi. Dazu zählen zum Beispiel der Slow-Mo-Modus, also der Zeitlupen-Modus. Und dort schafft sie bei 1080p bis zu 240 Frames pro Sekunde. Das bedeutet, ihr habt eine Zeitlupenaufnahme, die 8-mal langsamer ist wie die Realität, um extrem spannende Szenen cool eben in Zeitlupe auch aufnehmen zu können. Außerdem gibt es einen Videomodus HDR, also High Dynamic Range. Das ist ein Modus, der besonders interessant ist, wenn ihr ein bisschen zwielichtige Lichtverhältnisse habt, also extrem helle, extrem dunkle Bereiche, wenn ihr zum Beispiel in Waldpassagen unterwegs seid und es scheint mal die Sonne, mal nicht. Da wird diese Belichtung in diesem extrem hohen Dynamikumfang sehr gut aufgenommen, sodass helle und dunkle Bereiche gleichzeitig noch sehr gut zu sehen sind. Das Ganze geht sogar bei 4K bis 30 FPS. Da ist der HDR-Modus verfügbar. Dann gibt es einen Zeitraffer-Modus, in dem Einzelbilder nacheinander aufgenommen werden und dann eben zu einem Video zusammengeschnitten werden, sodass ihr eben ein Zeitraffer-Video bekommt. Zusätzlich gibt es auch noch einen Hyperlapse-Modus. Hier werden die Aufnahmen stabilisiert und das Ganze aber trotzdem wieder als Zeitraffer zusammengeschnitten, sodass man besonders ruhige Aufnahmen von einem Zeitraffer bekommt. Und das hat den Vorteil, dass man sich während des Zeitraffers noch bewegen kann, also die Kameraposition verändern kann und dann einen bewegten Zeitraffer, einen sogenannten Hyperlapse bekommt, der trotzdem extrem weich und ausgeglichen ist. Außerdem gibt es die Langzeitbelichtung, die geht bis 120 Sekunden.
Und ganz wichtig bei Actionkameras, und das ist ja so ein bisschen der neue Standard, es gibt eine eigene Bildstabilisierung. Ihr habt hier eben keine optische Bildstabilisierung wie durch einen Gimbal, der quasi die Kamerabewegung ausgleicht. Das heißt, wenn ihr die Kamera irgendwo am Fahrrad oder wie auch immer montiert habt, ist sie ja ständig am sich bewegen und schütteln und das Bild ist danach eigentlich erstmal gar nicht brauchbar, weil es total verwackelt ist. Und wenn ihr aber diesen Stabilisierungsmodus einschaltet, dann macht die Kamera eine digitale eigene Stabilisierung und beruhigt das Bild, indem sie Sachen ringsherum wegschneidet und Bewegungen komplett rausrechnet. Und das funktioniert wirklich sehr gut heutzutage bei den Kameras. Wie gut das hier bei der DJI Osmo Action funktioniert, das schauen wir uns auch im weiteren Testvideo dann nochmal im Detail an. Die Stabilisierung hat hier den Begriff oder die Namensgebung EIS bekommen, also EIS. Ich denke, das wird irgendwas für Enhanced Image Stabilization stehen, ist jetzt mal meine Vermutung, was dazu passen würde. Und die funktioniert sogar bei 4K und 60 FPS, also selbst bei der höchsten Auflösung lässt sich die noch aktivieren. Nächstes Thema ist die App, das ist die DJI Mimo App, das ist die gleiche App, die neu eingeführt wurde für den DJI Osmo Pocket und mit dieser App könnt ihr die Kamera auch fernsteuern. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, das heißt, wenn ich die App starte und die Kamera läuft, muss ich nicht beides erst pairen oder das WLAN verbinden, sondern in der App wird die Kamera automatisch erkannt. Man wird dann nur noch mal gegengefragt, will ich die WLAN-Verbindung erlauben, dann wird die WLAN-Verbindung aufgemacht, die natürlich eine viel bessere Reichweite hat und viel bessere Datenrate. Dadurch ist dann beides verbunden. Ich sehe in der App dann auch das Live-Bild von der Kamera und kann dadurch dann natürlich sehen, wie mein Bildausschnitt ist. Ich kann verschiedene Einstellungen machen, also Frameraten, eigentlich alles, was ich an der Kamera einstellen kann, kann ich dann noch komfortabler in der App einstellen. Die App, die wir hier hatten jetzt vor Produkteinführung zum Testen, ist noch nicht die finale Version. Deswegen werden wir euch dazu nochmal ein separates Video machen, die alle Features von der App zeigt. Aber prinzipiell, wie gesagt, diese ganzen Einstellungsfunktionen, die ihr in der Kamera habt, könnt ihr auch in der App vornehmen. Und es wird dann nochmal verschiedene weitere Funktionen geben, um Videos dann einfach zu sharen, um Videos nochmal zu bearbeiten, Clips zusammenzuschneiden. In das allgemeine Einstellungsmenü gelange ich, indem ich von oben nach unten swipe. Dort habe ich einmal die Möglichkeit, mir benutzerdefinierte Settings abzuspeichern. Ich kann die Bildschirmhelligkeit definieren, den Bildschirm sperren, die Autorotation vom Bildschirm an- und ausschalten, den Spotmeter an- und ausschalten, sodass nicht die Durchschnittshelligkeit, sondern die Helligkeit von einem bestimmten Punkt gewählt wird, Sprachbefehle an- und ausschalten und das Cropping von Bild und Videos mir an- und ausschalten. Außerdem, unabhängig von der App oder der direkten Kontrolle hier über die Kamera, habt ihr auch eine Sprachsteuerfunktion. Das ist ziemlich cool. Die Sprachsteuerungsfunktion funktioniert sehr gut. Wenn ich die hier mal aktiviere, dann habe ich 4 bis 5 Befehle aktuell, die ich nutzen kann. Zum Beispiel Start Recording, Stop Recording, Take Photo. Die Liste der Sprachbefehle kann ich mir anschauen, indem ich in die allgemeinen Einstellungen gehe, dann bei Sprachsteuerung und Befehlsliste und dort finde ich dann alle Befehle. An der Seite haben wir die ganzen Kameraeinstellungen, prinzipiell der Automatikmodus und der manuelle Modus, wo ich ISO-Werte, Belichtung, Verschlusszeiten und so weiter auch jederzeit manuell anpassen kann. Weiteres wichtiges Feature ist zum Beispiel die Batterie, die ich vorhin euch schon gezeigt habe, die wechselbar ist. Und zwar hat die eine Laufzeit von 100 Minuten. Das Ganze ist gemessen bei 4K und 30 FPS. Mit 4K 60 FPS reduziert sie sich natürlich nochmal. In normalem Full HD wird sie noch ein bisschen mehr. Wir haben das Ganze auch nochmal nachgemessen. Plus minus 3, 4, 5 Minuten kommt das relativ gut hin. Das heißt, ihr habt über eine Stunde Akkulaufzeit damit und sie braucht eine Stunde zum Laden der Akku. Wenn ihr natürlich mehrere Akkus dabei habt, müsst ihr die nur wechseln. Soweit zum Thema Akku. Und dann nochmal 2 Sachen, die die Kamera nicht hat. Sie hat kein GPS inklusive. Das ist eigentlich nicht auch unbedingt nötig, beziehungsweise macht für die normalen Geschichten nicht viel Sinn. Es sei denn, man will die GPS-Koordinaten in den Bildinformationen mit abgelegt haben. Das kann die Kamera selber nicht. Mal schauen, ob das später die App vielleicht noch zusätzlich machen kann über das GPS vom Handy, aber die Kamera selber hat keinen GPS. Und dadurch sind natürlich auch irgendwelche Auffindfunktionen und so weiter nicht gegeben. Aber das war es, was meiner Meinung nach, also was ich in der Actionkamera bis jetzt auch noch nie vermisst habe. Außerdem hat die Kamera auch keinen HDMI-Ausgang oder weitere Ausgänge, um direkt einen Bildschirm dran anzuschließen. Aber dafür hat man ja auch die App und die Bildschirme, um hier irgendwas nochmal
gegen zu checken und kontrollieren zu können. Wofür brauche ich nun so eine Actionkamera? Macht das Ganze Sinn? Macht das Ganze keinen Sinn? Es ist bestimmt nicht die Lösung für jeden. Es gibt normale Kameras, es gibt Handykameras, die man sehr oft dabei hat. Dann gibt es eben nochmal Spezialkameras wie den DJI Osmo Pocket und jetzt auch noch eine Actionkamera. Was soll ich damit anfangen? Nun, das Szenario ist ganz einfach wirklich hauptsächlich Action. Man kann es zwar zusätzlich auch noch als Urlaubskamera und so weiter benutzen. Wenn ich aber einfach sicher gehen will, dass ich mich um die Kamera nicht besonders kümmern muss, dass ich kein Gehäuse, keine Verpackung brauche, wie hier zum Beispiel bei der Osmo Pocket, um den Gimbal zu schützen, wenn ich es irgendwo im Gepäck habe oder wie auch immer, weil das Ganze natürlich schon beschädigt werden kann, dann bin ich hiermit richtig und vor allem, wenn ich natürlich Action-Szenen aufnehmen will. Das heißt, wenn ich das Ganze auch mal irgendwie draußen ans Auto schrauben will, wenn ich es beim Skifahren mir an den Helm kleben will oder aufs Surfbrett kleben will, wenn ich es ans Fahrrad dran machen will, da gibt es natürlich auch super Halterungen, um das Ganze vorne am Lenkrad zu fixieren. Wenn ich einfach ein Gerät brauche, was extremst robust ist, dann ist das sicherlich die richtige Wahl. Die Bildstabilisierung ist hier trotzdem gegeben, indem sie eben per Software intern digital gemacht wird und ich habe hier ein großes Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten. Nicht zu vergessen auch die Unterwassergeschichte. Wenn ich natürlich Unterwasserfotos machen will, kann ich hiermit zum Beispiel nicht. Da brauche ich auch ein Unterwassergehäuse für. Das Ganze ist dann natürlich auch nochmal sperriger. Das Gerät hier, wenn ich im Urlaub mal unter Wasser filmen will, kann ich das einfach 1:1 so, wie es hier ist, nehmen, an Selfie-Stick dran schrauben oder einfach in die Hand nehmen, damit tauchen gehen, es mir an den Kopf sozusagen mit der Kopfhalterung mit dran machen. Also da ist man extrem flexibel und das ist einfach der Bereich Action und robuste Kamera, wo ich das Ganze hier perfekt einsetzen kann. In unserem nächsten Video werden wir das Ganze jetzt nochmal testen, ob das Ganze überhaupt auch was taugt. Das Video war jetzt nun mal da, um das Ganze euch vorzustellen, was es können soll, ob es das kann und wie gut es das kann und vor allen Dingen auch im Vergleich zur GoPro, die hier natürlich Maßstäbe setzt. Das zeigen wir euch im Anschluss in unserem weiteren Video. Das Ganze verlinke ich euch hier oben gerade nochmal oder wenn ihr das Video bis zum Schluss schaut und den Abspann mitschaut, dann kommt im Abspann auch nochmal das Video, wo ihr wirklich den ausführlichen Test seht, wo ihr auch noch extrem viel Original-Footage seht, wo wir euch nochmal im Vergleich gesetzt haben mit und ohne Bildstabilisierung direkt GoPro neben DJI, Osmo Action und so weiter und so fort, wo wir wirklich alles auf Herz und Nieren prüfen. Deswegen bis zum nächsten Video nochmal dranbleiben. Bitte trotzdem nicht vergessen, bei dem Video hier uns gern ein Like hinterlassen. Gerne das Video kommentieren und unseren Kanal abonnieren, wenn ihr auch bei weiteren Produkten wieder extrem früh mit dabei sein wollt. Außerdem haben wir euch das Ganze natürlich auch nochmal als Testbericht zusammengeschrieben, wo ihr auch die ganzen Quellen habt, wo ihr das Ganze am einfachsten und am günstigsten bestellen könnt und das Ganze nochmal als schriftlichen Test habt mit allen Daten und Fakten zum Nachlesen. Den verlinke ich euch hier oben nochmal. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns hoffentlich gleich im Anschlussvideo, also in unserem ausführlichen Test- und Vergleichsvideos. Und ja, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.